Servus, ich hoffe, ihr habt mal wieder Lust auf einen weiteren TWS-Test, denn genau der liegt heute an im Falle der Edifier TWS 3. Ich muss allerdings zuerst zum Preis kommen, denn normalerweise liegen die bei Importhändlern zwischen 80 und 85 Euro. Ich habe meine von GearVita und dort mal wieder für euch nach einem Gutscheincode angefragt und tja, damit bekommt ihr sie für nur 50 Euro. Ändert eigentlich sogar relativ viel an meiner Endwertung. Ich werde allerdings am Ende noch beide Preise mit einbeziehen. Ansonsten zum Case muss ich sagen, das ist völlig okay, ist zwar ein bisschen groß und klobig, hat auch nur Micro-USB, dafür allerdings 4 LEDs, auch eine Taste zum Öffnen, das via Feder, das bleibt auch offen. Die Kopfhörer fallen absolut nicht raus. Ihr kriegt sie allerdings ein bisschen schwerer raus, da ihr nicht ganz so viel Platz habt zum Drangreifen, aber das passt. Ansonsten bei den Kopfhörern würde ich euch jetzt gerne Lieferumfang zeigen. Ich finde allerdings die Schachtel nicht mehr. Was es allerdings gibt, sind natürlich die 3 üblichen verschiedenen Ohrstöpsel. Dann gibt es hier dieses eine Silikonband, allerdings auch noch 2 Versionen mit einem Flügel. Benutze sie mit dem Flügel, sitzen sie absolut bombensicher im Ohr. Ohne eben, ja, komme ich dazu gleich noch. Verarbeitungstechnisch eben schön weiß matt, gibt's natürlich auch in anderen Farben. Gibt's auch richtige Tasten, was mir gut gefällt. Die Bedienung geht völlig in Ordnung meiner Meinung nach. Leider gibt's keine Lautstärkekontrolle, aber ja, die Basisfunktionen funktionieren. Und links ist der Master in diesem Fall. Ihr könnt es natürlich auch einzeln paaren und dann gibt es auch Mono-Down-Mix. Für die, die das wichtig finden, setze ich sie mir jetzt mal ein und wir kommen direkt zum Design in den Ohren. Also so sieht es eigentlich noch normal aus. So muss ich sagen, da sie mir auch nicht ganz reinpassen, stehen sie schon ein gutes Stückchen raus. Ist natürlich dann euer persönlicher Geschmack, ob das noch okay ist. Wobei ich auch sagen muss, gerade beim Komfort sind sie nicht ganz mein Ding. Also mir persönlich sind sie für meine kleinen Ohren ein bisschen zu klobig. Ich spüre sie einfach immer im Ohr. Das mit den Wings hat bei mir nicht funktioniert. Das war ein bisschen zu unangenehm, haben gedrückt. Deswegen haben sie leider ohne Wings jetzt nicht ganz so den sicheren Sitz. Es funktioniert, aber ganz mein Fall sind sie nicht. Seid ihr jetzt allerdings ein ganz normaler, der eben nicht wie ich da ein bisschen pingeliger ist, sollte das noch klappen. Erwartet allerdings vielleicht nicht zu viel. Aber ansonsten mit den Flügeln absolut für sporttauglich. Ohne, dann würde ich sagen weniger. Muss ich auch bei der Isolierung sagen, die ist jetzt an sich gar nicht mal so stark. Die ist eher dezent, aber sehr, sehr natürlich. Also alles wird einfach nur leicht gedämpft. Von daher finde ich das gut. Würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Codecs. Und da gibt es zu erwähnen, dass es immerhin AAC gibt. Natürlich, gerade bei dem Preis von 80, 85 Euro hättet ihr vielleicht schon aptX erwartet. Aber ich muss sagen, gerade AAC reicht absolut. Also ein Delay ist kein wirkliches Problem. Und ihr habt eben die leicht bessere Qualität gegenüber SBC. Das passt daher noch. Vor allem, da die Verbindung stabil ist. Allerdings, was mir aufgefallen ist, wenn ich eben öfter mal in der Hand gehalten habe, irgendwie aus verschiedenen Gründen, was ich ja normalerweise nicht mache, dann war es ein bisschen instabil, aber wenn beide im Ohr sind, gab es da gar kein Problem. Auch kein Problem mit Hintergrundrauschen, war auch völlig in Ordnung. Wobei bei der Lautstärke würde ich sagen, die ist für mich gerade so ausreichend. Ich hätte gar ein bisschen mehr, gerade vielleicht auch wegen Reserven, aber die meisten Leute, 95% der Leute werden hier mehr als restlos zufrieden sein. Auch eventuell mit der Akkuleistung, denn je nach Lautstärke so zwischen 60 und eben 100% liegt er so zwischen 3 und 4 Stunden. Das ist okay. Mehr als okay, muss ich sagen, ist sogar das Mikro. Hört sich aber mal am besten selbst an. Und das hier wäre jetzt nun der Mikrofontest der Edifier TWS 3. Und gerade mikrofontechnisch für den TWS, muss ich sagen, bin ich hier völlig überzeugt. Der Klang selbst ist sehr sauber, wenn auch wenig dumpf. Das in Verbindung mit einem meiner Meinung nach sehr geringen Grundrauschen führt zu einer Leistung, die für mehr als nur gelegentliche Anrufe völlig ausreicht. Euer Gegenüber sollte euch problemlos verstehen können, sehr sauber. Und wenn es auf der negativen Seite vielleicht eine Sache zu erwähnen gäbe, dann wäre es die Tatsache, dass es TWS Noise Cancelling typisch eben gerade in den höheren Frequenzen zu einem eher elektronisch ein bisschen unnatürlichen Pieken kommt. Aber ansonsten passt. So, und deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Klang. Mal wieder muss ich anfangen mit der Bühnenbreite und dem Imaging, wobei das beides noch normal ist, aber glaubt mir, der Klang selber hat nachher noch deutlich mehr zu bieten. Denn zum Beispiel gerade die Soundsignatur würde ich als Mainstream-neutral bezeichnen, denn es ist für einen normalen Nutzer, der eher diese gebassten Kopfhörer gewohnt ist, hier sogar noch relativ flach. Natürlich relativ, in Ausrufezeichen, denn der Bass ist schon fast dezent und die Höhen, sehr, sehr schön und klar. Und das heißt, das ist für jeden eigentlich passend, der eben nicht unbedingt gerade auf extrem fetten Bass oder so weiter steht. Denn gerade der Bass, muss ich sagen, ist sehr angenehm, sauber, druckvoll, fernab von Fett, strukturiert, hat einen guten Druck, eine Top-Balance und der macht Spaß. Allerdings erwartet jetzt eben nicht, dass er spektakulär ist. Der macht einen sehr, sehr schönen Job und genau das wäre für meine Meinung nach eine Art von Musik, das auch machen sollte.
Dann ansonsten Gesang, jetzt ist vielleicht nicht extrem voll, aber sehr, sehr schön harmonisch passend mit dem ganzen Rest der Musik. Gerade bei den Höhen muss ich nämlich sagen, die sind schön klar, die sind luftig, aber eben auch nie wirklich spitz. Es gibt keine unangenehmen S-Laute oder so weiter. Sie sind nie anstrengend, also da sind sie wirklich super. Und deswegen muss ich sagen, klanglich ist das hier so wahrscheinlich mit Top 3. Denn auch wenn sie jetzt vielleicht nicht im Vergleich zu den anderen höherpreisigeren oder eben besseren vom Klang her mit aptX aufwarten können, dafür haben sie eben meiner Meinung nach den wirklich guten Klang. Denn mir ist es wichtiger, ihr habt einen guten Klang von den Treibern her selber und dafür vielleicht einen Codec, der sie minimal zurückhält, als eben ein aptX-Codec mit eben einem Treiber oder Kopfhörerklang, der das nicht ausnutzen kann. Von daher, also gerade soundtechnisch war ich wirklich von den Socken, leider eben nicht ganz so vom Komfort, aber wem das nicht passt, dann bekommt ihr hier klanglich wirklich was geboten, was auch für absolut alle Genres packt, also von Metal, Pop, Rock über basslastige Musik, wobei das dann eher weniger passend ist, bis zu sogar Klassik und so weiter, passt das hier absolut top. Vor- und Nachteile blende ich euch ein, um ein bisschen Zeit zu sparen und deswegen würde ich sagen, kommen wir eigentlich schon im Prinzip direkt zum Fazit und für wen sie sind oder eben nicht. Für wen sie sind, also gerade Leute, die sehr viel Wert auf einen guten Klang legen und nicht allzu viel zahlen wollen, gerade bei den 50 € ausgehend und für alle, die Superklang haben wollen beim Sport mit den Flügeln. Für wen eher nicht, also Leute, die eben was vielleicht Ausgewogeneres haben wollen, wenn es jetzt eher um die Bedienung geht, vielleicht um auch mehr Akkulaufzeit oder um den Komfort. Denn das ist für mich Klang in erster Linie und dann der Rest geht noch, würde ich sagen. Allerdings, was mehr als nur geht, ist die Konkurrenz, denn hier blende ich euch jetzt mal alle ein, damit ihr das so seht und schreibt ein bisschen was dazu und kommt ganz kurz zu welchen um welche es sich da handelt. Es gibt hier einmal die One More Stylish, die kosten so 50 €, 60 € bei Importhändlern, offiziell allerdings über Amazon und so weiter, um die 100 €. Dann gibt's die Creative Outlier Air, die kosten um die 80 €. Die Sabbath E12, die kosten, je nachdem wo ihr sie bekommt, so zwischen 50 und 60 €. Die Soundcore Liberty Air sonst normalerweise 100 €. Habe ich die allerdings auch schon im Angebot für 80 gesehen. Und dann klanglich immer noch die Referenz, die Cambridge Audio Melomania 1. Also Vor- und Nachteile hier jeweils seht ihr ja. Und klanglich würde ich sagen, sind eigentlich nur die Cambridge besser, eventuell die Soundcore Liberty noch auf einem Level, aber die drei hier, auch wenn jetzt gerade vielleicht die Creative klanglich ein bisschen besser, die komplette Abstimmung, einfach weil es mehr Details gibt in den Höhen und so weiter und luftiger, ziehe ich sogar die Edifier diesen vor. Und deswegen muss ich einfach jetzt nochmal sagen, die sind ihr Geld, gerade wenn es klanglich für euch sehr, sehr wichtig ist, absolut wert. Die anderen haben dann eben Vorteile, wie zum Beispiel bessere Akkulaufzeiten, bessere Codecs teilweise, vielleicht einen bequemeren Sitz auf Dauer. Ihr bekommt sie auch teilweise eben bei normalen Händlern, nicht über Portale, aber generell bekommt ihr den besten Klang eigentlich über Importhändler, weil da einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis oft besser ist. Aber ich muss sagen, die stechen halt vom Klang heraus, bei dem ganzen Rest nicht ganz. Und das ist eben das, was ich eben meine mit Balance ist vielleicht nicht so gut. Aber mit eben 50 €, gerade klanglich, und für die meisten Leute werden sie auch bequem genug sein, in anderen Farben auch ein bisschen ansprechender zumindest, ist das Geld absolut wert. Da kämpfen sie vielleicht jetzt gerade vom Akku nicht ganz mit einem Sabbath mit, aber ansonsten qualitativ, was ihr sonst bekommt, seid ihr gut dabei. Bei 80, 85 € würde ich dann sagen, eher nein. Da seid ihr dann doch besser aufgehoben bei den Creative oder bei den One More und Sabbath. Aber ja, im Prinzip war's das. Und falls euch irgendwas gefehlt hat hier, lasst es mich bitte wissen. Falls es euch gefallen hat, allerdings vielleicht einen Daumen hoch. Und ansonsten lasst mich in den Kommentaren wissen, welche ihr schon gehört habt, welche eure Favoriten sind und was ihr von denen so haltet. Würde ich gerne wissen, einfach mal, ja, aus Neugier raus. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.